Mit Quality of Life Update 0.13.0 hat Envision Entertainment ihrem Pioneers of Pagonia eine Frischzellenkur verpasst und den Siedler-like-Titel erneut an einigen Stellen im Detail verbessert. In den heutigen Pagonia News schauen wir uns daher die Highlights aus Update 13 genau an, um euch auf eure nächste Besiedlungsrunde perfekt vorzubereiten. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Wenn man das neue Quality of Life Update 13 in wenigen Stichworten zusammenfassen möchte, erhaltet ihr durch den nun final veröffentlichten Patch die erste Iteration eines general überholten UIs, dazu einhergehend ein neues Interface für Produktion, Rekrutierung und ganz wichtig auch die Einheitensteuerung sowie die Möglichkeit, eure Safe Games zu benennen, neue Bauprioritäten, zusätzliche Hotkeys und wie immer einige grafische Verbesserungen und diverse Bugfixes. Grafisch bedeutet das unter anderem, dass Möwen ihren Weg ins Spiel gefunden haben, welche ihre Nester zukünftig an Felsen in Küstennähe oder auf eurem Landungsschiff bauen. Zusätzlich kreisen diese in Schwärmen über reichen Fischvorkommen, was euch somit die Positionierung von Fischerhütten etwas erleichtert. Außerdem hat der Bäcker wie auch der Holzfäller ein neues Charaktermodell erhalten und es gibt 2 neue Katzen bei der Geologenhütte und einen Hund beim Proviantmeister. Geschenkt. Erwähnenswert ist aber auch eine bessere lesbare Schriftart sowie neue Buttons im Hauptmenü. Des Weiteren trennt das neue Update die Bau von euren Wirtschaftsprioritäten. Klingt jetzt vielleicht erstmal kompliziert, bedeutet aber im Prinzip nur, dass ihr die Einstellung im Gebäude schon während der Bauzeit entsprechend vorbereiten könnt, der Bau des Gebäudes selbst davon aber unberührt bzw. unabhängig priorisiert werden kann. So kann es nicht mehr passieren, dass ein auf Prio gesetztes Gebäude nach seiner Fertigstellung auch direkt für den Warentransport priorisiert wird, nur weil ihr vergessen habt, diesen Prio-Prozess nach der Fertigstellung wieder zu beenden. Darüber hinaus wurde auch weiter an der nach wie vor nicht optimalen Einheitensteuerung gefeilt. So lassen sich jetzt aber immerhin einzelne Truppen auf der Landkarte direkt anwählen und damit die komplette im zugehörigen Militärgebäude gebildete Gruppe markieren, anstatt wie bisher immer umständlich erst das Gebäude selbst suchen zu müssen, was zu umständlichem Rumgescrolle führte. Gleichzeitig habt ihr hierdurch nun auch direkteren Zugriff auf die eigentlich nur im Gebäude anwählbaren Funktionen, wie den Fokuspunkt für Patrouillen, Landerweiterung oder den Verteidigungs- bzw. Angriffsbefehl. Sehr erfreulich ist auch das neue Produktionsinterface in diversen Produktionsstätten wie der Werkzeugschmiede. Denn hier lassen sich ab sofort Prioritäten für einzelne Rezepte einstellen, was bedeutet, dass ihr nicht mehr wie bisher erst alle anderen in Warteschlange befindlichen Dinge händisch auf 0 setzen müsst. Noch besser wird's aber durch den neu eingeführten einstellbaren Mindestbestand, welcher eure Gebäude nun anweist, Werkzeuge, Rüstungen, Waffen und Co. immer auf diesen gewählten Vorrat zu produzieren und ihr so dementsprechend viel einfacher und besser vorausplanen könnt, ohne unnötig Ressourcen zu verschwenden. Ihr könnt jetzt aber auch alternativ Ware nach Bedarf produzieren lassen, was wiederum bedeutet, dass die Ware so lang produziert wird, bis der komplette Bedarf für zum Beispiel Rekrutierung, den Handel oder irgendeine andere Produktion gedeckt ist und danach eben automatisch wieder angehalten wird. Ganz ähnlich sind die Verbesserungen am Rekrutierungsinterface in der Kaserne und im Gildenhaus, denn auch hier können Rekrutierungen jetzt nach Bedarf vorgenommen werden, um zum Beispiel tote Militäreinheiten direkt durch die Wirtschaft zu ersetzen, sollten Reserven fehlen und ihr dementsprechend nicht mehr alle Militärgebäude voll bzw. wie voreingestellt besetzen können. Highlight ist aber sicherlich für viele, da schon von Anfang an gewünscht, die simple Möglichkeit, nun endlich eurem Spielstand einen Namen geben zu können, was die Suche nach der richtigen Save-File dann doch tatsächlich erheblich erleichtert. Alles in allem also ein durchaus gutes Update für Pioneers of Pagonia, auch wenn erneut kein neuer Content ins Game selbst einfließt. Im Hintergrund wird aber natürlich auch weiter mit Hochdruck an der Kampagne gearbeitet. In diesem Sinne gerne ein Abo dalassen für mehr rund um alle Siedler-like-Spiele und ganz speziell Pioneers of Pagonia und in diesem Sinne frohes Siedeln und bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.